Hier ist es einfach eine unfassbare Aussicht. So stellt man sich Pakistan noch vor, genau. Pakistan, ein Land, das oft negativ in den Medien dargestellt wird. This is not the first time this happened. Put in jail for 1 year by the corrupt government. To the main bazaar. Aber was wissen wir wirklich über dieses lebendige Land und seine Menschen? Pakistan ist mehr als nur das, was in den Nachrichten gezeigt wird. Wir wollen herausfinden, ist das Bild, das uns präsentiert wird, wirklich die ganze Wahrheit? Oder gibt es eine tiefere, schönere Realität, die darauf wartet, entdeckt zu werden? Mein Name ist Andra und zusammen mit meinem Mann Thomas und unserer Freundin Micha sind wir auf einer Reise, um das wahre Pakistan zu entdecken. Unsere Mission ist es, die Vorurteile zu hinterfragen und eine Seite Pakistans zu zeigen, die kaum jemand kennt. Wir sind hier, um die Menschen zu treffen, ihre Geschichten zu hören und zu erfahren, was dieses Land wirklich ausmacht. Von den geschäftigen Straßen Karachis über den historischen Charme Lahores bis zu den atemberaubenden Tälern des Hunza-Tals. Das ist unsere Geschichte. Das ist das wahre Pakistan. So, wir sitzen jetzt im Flieger. Wir verlassen jetzt wieder Saudi-Arabien nach unserem zweitägigen Zwischenstopp dort. Und jetzt geht's nach Karachi. Die Reise hierher war nicht einfach. Der Visumsprozess war mühsam und es hat viele Anläufe gebraucht. Aber wir haben es geschafft. Und nun sind wir bereit für das Abenteuer. Wir sind in Karachi endlich angekommen. Als wir gelandet sind, treffen Vorfreude und Nervosität aufeinander. Viele haben uns gefragt, Pakistan? Warum gerade Pakistan? Aber wir sind fest entschlossen, unsere eigenen Antworten zu finden. Es ist heiß, es ist wirklich heiß, also es ist feuchter. Ich schätze mal so um die 30 Grad. Auf jeden Fall, es ist aushaltbar, finde ich. Also es ist jetzt nicht ganz so heftig. Schauen wir mal, wie es morgen ist. Tag 2. Noch nicht ganz ausgeschlafen und wir tauchen direkt ins Herz von Karachi ein. Der Verkehr ist chaotisch, die Luft ist heiß, aber die Energie der Stadt ist unübersehbar. Jetzt sind wir doch mal in Pakistan gelandet, und zwar im schönen Karachi, das gleichzeitig irgendwie kunterbunt ist und chaotisch und der Verkehr ist ein absolutes Chaos. Aber wir haben heute auf jeden Fall schon wieder einen Fahrer und das wird echt spannend, weil er zeigt uns natürlich schöne Orte hier, und da werden wir jetzt mal gucken, was uns hier so alles erwartet. Ich bin auch gespannt, weil wie gesagt, das ist eine Riesenstadt und ja, ich glaube, das wird ziemlich spannend. Karachi ist intensiv, lebendig und ungeschminkt. Zum Glück haben wir Osama, unseren Fahrer, der uns nicht nur durch das Chaos lenkt, sondern uns auch tiefere Einblicke in das tägliche Leben der Stadt gibt. And this is our driver. It's Osama, right? Yeah. And that's right. And he's driving us around here and we have a good time, I guess. Yeah. Heute haben wir schon mal Geld getauscht, haben so einen Batzen Geld bekommen. 240 Rupien sind 1 Euro und damit kommt man sehr weit. Also sprich, man kriegt hier krasse Essen schon für 1-2 Euro. Streetfood noch viel günstiger. Und jetzt haben wir unsere SIM-Card. Jetzt habe ich endlich mal wieder ein Datennetz zur Abwechslung. Und dann gucken wir mal, ob das alles funktioniert. Mitten im Herzen von Karachi steht der Empress Market, ein lebendiger Mikrokosmos der Stadt. Hier treffen Geschichte und Gegenwart aufeinander. Inmitten des geschäftigen Treibens von Händlern, die alles von exotischen Gewürzen bis hin zu frischem Gemüse anbieten. So, wir sind jetzt hier auf dem Empress Market in Karachi.
ist ein lokaler Markt. Also ich glaube, hier gibt es irgendwie so alles, allerlei an Essen, Nudeln, Eier, also Nudeln, Eier nebeneinander, Kleidung, keine Ahnung, Haarfarben, alles mögliche, Gemüse. Also ich glaube, hier wird halt echt einfach alles verkauft. Es ist schon irgendwie Wahnsinn. Es ist ein Gewusel ohne Ende hier. Es ist irgendwie sehr heiß. Gebaut während der britischen Kolonialzeit trägt der Markt den Namen von Königin Victoria. Doch seine Seele gehört den Menschen Karachis. Er ist mehr als ein Markt, er ist ein pulsierendes Zentrum, wo Geschichten erzählt, Geschmäcker geteilt und das wahre Leben dieser Stadt sichtbar wird. Hier spürt man den Herzschlag Karachis in jedem Winkel. Hier gibt lauter getrocknete Chilis. Wow, die sehen alle so lecker aus. Ich würde die am liebsten alle kaufen. Hier kann man, glaube ich, wirklich alles kaufen. Von wahrscheinlich auch noch Auto und eine Kuh. Wir besuchen das Mausoleum von Muhammad Ali Jinnah, dem Gründer Pakistans. Dieses imposante Bauwerk steht für seine Vision von Einheit und Unabhängigkeit. Wir sind jetzt am Mausoleum des Staatsgründers, dessen Namen ich leider wieder vergessen habe. Wobei man das von hier gar nicht sieht, weil das ist dahinter im Gebüsch, hinter dem Baum. Aber man sieht die Stadt schon ein bisschen. Und wir sind mitten in der Stadt, in der großen Praterblase. Also man kann leider nicht rein ins Mausoleum, weil wegen Sicherheitsgründen ist das schon länger geschlossen. Aber an sich schon beeindruckend, so die Größe. Nach einer intensiven Zeit in Karachi steigen wir ins Flugzeug und fliegen weiter nach Lahore. I'm aware of the bonds that were created today when you told me that Ja, wir haben Karachi jetzt verlassen und sind auf dem Weg nach Lahore. Gerade losgeflogen. Flug ist ziemlich kurz, 1,5 Stunden, also dürfte ziemlich schnell vorübergehen. Lahore, eine der historisch reichsten Städte Pakistans. Es ist ein kurzer Flug, doch was uns in Lahore erwartet, fühlt sich wie eine Reise durch die Zeit an. Wir sind in Lahore und jetzt noch am Flughafen, jetzt machen wir auf unseren Transfer und es ist hier genauso warm. Aber eher ein bisschen dunkel. Ein bisschen angenehmer, aber also nicht ganz so. Also der Wind ist angenehmer. Ja. Lahore ist nicht einfach nur eine Stadt. Es ist das Herz Pakistans. Eine Stadt, die Jahrhunderte an Geschichte, Kultur und Tradition in sich trägt. Von den glorreichen Zeiten des Mogulreichs bis hin zu den modernen Straßen, die heute voller Leben sind. Lahore ist ein Ort, an dem Vergangenheit und Gegenwart auf faszinierende Weise verschmelzen. So, unser erster Abend hier in Lahore und wir sind jetzt gerade bei Meet the Cheese, einem ziemlich gut bewerteten Restaurant, und hier gibt es ganz geile Burger und Starters. Ich habe hier was habe ich bestellt? Chili Poppers, genau, das ist quasi Jalapenos mit Käse gefüllt. Und du hast? Ich habe Dropping Bombshells, was ein ziemlich makaberer Name ist angesichts der großen Militärmacht hier. Also egal, nee, auf jeden Fall, die schauen fantastisch aus. Und das Geile ist, dass es einfach nur Käse, was heißt nur Käse ist, wollen wir es mal probieren. So, Das ist ziemlich cool, ja. An der Hand muss man noch hier die Selfies machen. Was steht da? Don't look for love, look for cheese. Das ist ja geil. Die Märkte von Lahore. Sie sind chaotisch, lebendig und unglaublich farbenfroh. Überall um uns herum gibt es Menschen, die Waren anbieten, von farbenprächtigen Stoffen bis hin zu duftenden Gewürzen. Wir tauchen ein in diese Welt aus Aromen und Farben und lassen uns von der Energie dieses Ortes mitreißen. Oh, wir sind jetzt in der Food Street, Guamaldi. Heißt das so? Ja. Okay, und schlittern jetzt hier mal durch und schauen mal, was es hier so gibt. Aber ich muss jetzt eher darauf achten, dass ich hier nicht überfahren werde von irgendeinem Moped. Aber nichtsdestotrotz ist das hier echt coole
coole Innenstadt-Location. So, wir sind jetzt gerade in dieses Restaurant rein. Also da hat uns ein sehr netter Herr angesprochen und ich wollte ja unbedingt Chicken Biryani essen. Deswegen sind wir jetzt hier reingekommen. Also unten Gewusel, viele Restaurants und viel Streetfood und das Abendgebet, Nachtgebet müsste es sein, ja. Also so stellt man sich Pakistan noch vor, genau. Hier auf dem Markt von Lahore begegnen wir einer Stadt, die nicht stillsteht. Jeder Stand hat seine eigene Geschichte, jeder Verkäufer seine eigenen Erlebnisse. Man spürt die jahrhundertealten Handelsrouten, die hier zusammenlaufen. Ein lebendiger Knotenpunkt, an dem die Welt seit Jahrhunderten zusammenkommt. Endlich Chicken Biryani. Endlich Chicken Biryani. So, das ist Biryani mit Reis. Mit Reis, genau. Ich meine, logisch. Also das mit Huhn hier, was ist da, so ein halbes Huhn drin? Versteckt sich. Ist ein bisschen schüchtern. Dazu ein Salat. Und was ist das? Das ist nochmal extra Reis. Der süß. Wirklich? Das ist der Nachtischreis. Ja, da sind Gewürze drin. Da weiß man gar nicht, was das ist. Unser nächstes Ziel ist die Badshahi-Moschee, eine der größten Moscheen der Welt. Erbaut 1673 von Kaiser Aurangzeb, einem der letzten großen Mogulherrscher, symbolisiert sie die Pracht und Macht des Mogulreiches. Wenn wir vor dieser majestätischen Struktur stehen, fühlen wir uns irgendwie winzig und gleichzeitig ehrfürchtig. So there's a 1475 tile mosaic panels here, like this. And this is 10% restored and 90% is being restored at the other side there. Direkt neben der Moschee liegt das Lahore Fort, eine weitere Erinnerung an die glorreichen Tage des Mogulreichs. Dieses Fort war einst der Sitz der Mogulkaiser und ist ein Monument ihrer Macht und ihres Einflusses. Wow, die Aussicht hier ist abartig. Erbaut im 16. Jahrhundert von Kaiser Akbar, steht es heute als UNESCO-Weltkulturerbe und als Symbol für die tiefe Geschichte dieser Stadt. You are very lucky you are in Lahore. You know, there's a very famous saying about Lahore that one who has not seen Lahore, he has not yet bought. Ah, I've heard that. Die weitläufigen Gärten und die versteckten Kammern, all das erzählt von einer Zeit, in der Lahore das kulturelle und politische Herz des Reiches war. सामने देखो हम यहाँ सुल्तान सब पकड़ लेते हैं सब जगह देते हैं यहाँ तक कि हम सब कैद कर लेते हैं बताओ ये यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं और इनके साथ क्या सलूक किया जाए छोड़ दिया जाए इनको कैद कर लिया छोड़ दिया जाए हम भी यही चाहते हैं महंगाई का दौर है हम इनको ज्यादा कैद नहीं रख सकते हम इनको साथ करते हैं साथ ले जाओ चले जाओ Also Leute, ganz ehrlich, ich muss jetzt in die Kamera, weil das glaubt uns sonst kein Mensch, dass diese Aussicht hier echt ist. Abartig, also so wunderschön. Sonne geht gerade unter und hier diese ganzen Türme vom Palast und der Moschee dahinter. Also unglaublich. Unser nächstes Ziel ist die Wagah Border, der Straßenübergang zwischen Pakistan und Indien. Jeden Abend findet hier eine spektakuläre Zeremonie statt. Ein Ritual, das auf den ersten Blick vielleicht wie eine militärische Show wirkt, doch bei genauerem Hinsehen so viel mehr ist. Die Wagah Border ist mehr als nur ein Grenzposten. Sie symbolisiert die geteilte Geschichte zweier Nationen, Indien und Pakistan. Jeden Abend versammeln sich hier Hunderte von Menschen auf beiden Seiten, um die Flag Lowering Ceremony mitzuerleben, bei der die Flaggen der beiden Länder gleichzeitig eingeholt werden. Es ist ein Moment voller Stolz, Spannung und patriotischer Energie. Germany, Pakistan friends, Zindabad! Germany, Pakistan friends, Zindabad! Germany, Pakistan friends, Zindabad! Germany, Pakistan friends, Zindabad! Pakistan, Zindabad! Pakistan, Zindabad! Pakistan, Zindabad! Islamabad, eine Stadt, die auf den ersten Blick so anders ist als der Rest Pakistans. Modern, sauber und geordnet.
Hier fühlen wir die Ruhe und Gelassenheit, die diese Stadt ausstrahlt, als wir sie erkunden. Doch hinter der modernen Fassade versteckt sich auch hier ein tiefer kultureller Reichtum. Unser erster Stopp in Islamabad ist die Faisal-Moschee, die größte Moschee Pakistans und eine der größten der Welt. Falls ihr euch fragt, also kann man da einfach so in eine Moschee reingehen? Ja, natürlich, Leute, Moscheen sind für jeden offen, und zwar egal welchen Glauben. Und da werdet ihr überrascht sein, wie schön manche Moscheen aussehen und ja, auch wie freundlich natürlich die Leute sind. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass die Leute einfach so freundlich sind und auch neugierig. Und wie gesagt, so eine Moschee kann man sich schon mal anschauen. Sie ist nicht nur ein Ort des Gebets, sondern auch ein architektonisches Meisterwerk. Erbaut in den 80er Jahren symbolisiert sie die Verbindung zwischen Moderne und Tradition. Ihre einzigartigen minimalistischen Linien und das Fehlen der typischen Kuppel machen sie zu einem ikonischen Wahrzeichen dieser Stadt. Okay, so viel Kultur macht natürlich irgendwie durstig, weil es auch irre warm ist. Es ist 30 Grad und wir haben eigentlich quasi keinen Schatten. Also gibt es erstmal einen schönen Zuckerrohrsaft, den wir hier jetzt gleich kriegen, vom Chef persönlich gemacht. Die machen ja hier alles frisch. Also egal, was man hier irgendwo essen will, alles wird frisch gemacht. Das ist egal, ob das ein Restaurant ist oder eine Straßenbude. Alles wird frisch gemacht. Und jetzt eben auch hier unser Zuckerrohrsaft, den es gleich mal hier gibt, aus Zuckerrohr. Oh wow, ja. Er hat gleich hier den fetten Motor mitgebracht. Oh. Und haut ihr den hier rein. Es gibt auch noch Limette dazu. Streetfood in Islamabad, ein echtes Highlight. Frischer Zuckerrohrsaft, süß, erfrischend und genau das Richtige bei der Hitze. Yes, thank you. Okay, also muss ich gleich probieren. Oh, gut, echt gut. Vor allen Dingen mit Limette drin und süß natürlich, logischerweise. Und dann Golgappa. Diese knusprigen Teigbällchen, die mit würzigem Wasser und Kartoffeln gefüllt sind. Eine perfekte Mischung aus scharf, süß und erfrischend. Ein kleiner Snack mit großem Geschmack. Komischer Ort, dieses Islamabad. Das ist so aufgeräumt, dass nicht mal Taxis da sind und man eine halbe Stunde darauf warten müsste. Aber jetzt haben wir zumindest den Karim, was ja der hiesige Uber ist. Und der kommt jetzt mal vorbei. Islamabad hat auch eine ganz andere Seite. Nach der Ruhe der Moschee wollten wir etwas Adrenalin und fanden es beim Kartfahren. Hier in Islamabad gibt es auch eine Kartstrecke und es kam halt einfach die spontane Idee, hey, wir gehen jetzt einfach mal Kart fahren und checken das mal ganz spontan mal aus. Einfach für 15 Minuten ein bisschen Kart fahren, bisher ist niemand da. Das ist auch eine riesen Strecke. Ich habe noch nie so eine große Kartstrecke gesehen, ehrlich gesagt. It was absolutely great. Oh, the adrenaline. Keeps pushing. I'm sweating. It's so incredible fun to kart. Nach einem aufregenden Tag gab es keinen besseren Ort, um den Abend zu beenden, als im Monal-Restaurant. Hoch oben in den Margalla-Hügeln mit einem Blick, der die ganze Stadt überblickt. Juhu, es ist ein Tisch frei auf jeden Fall. Also wir kriegen hoffentlich auch einen schönen Tisch mit Aussicht. Aber bevor es dunkel wird, will ich auf jeden Fall schauen, dass wir was von der Aussicht noch mitbekommen, weil die ist wirklich ziemlich krass. Der Sonnenuntergang färbt den Himmel in Orange- und Rottöne, während wir uns über die wunderbare pakistanische Küche freuen. Wir sitzen jetzt und warten auf unser Essen. Ich habe mir jetzt einen leckeren Kashmiri-Chai bestellt. Und der sieht rosa aus. Also ich weiß nicht mehr genau, warum er rosa ist. Es gab da irgendeinen Grund, warum er rosa wird. Der wird auf jeden Fall irgendwie sehr lange eingekocht. Rosenwasser? Keine Ahnung. Nee, irgendwas anderes war es. Ich muss es nochmal nachgucken. Vielleicht, dann kann ich es später nochmal sagen.
Hier zu sitzen mit einem Blick, der alles umfasst und die traditionellen Gerichte Pakistans zu genießen, ist ein perfekter Abschluss. Endlich essen. Ich bin eigentlich satt seit gestern, aber jetzt ist wieder echt Zeit, dass wir endlich was Vernünftiges essen. Und es geht gleich los mit einer Cheese Paratha. Und da bin ich mal gespannt, weil das ist ja irgendwie so eine, eigentlich fast schon Blätterteig mit Käse und würzig. Und eigentlich isst man das mit den Händen, aber ist ja egal. Da ist Käse drin und Hühnchen. Und das ist so eine Art Blätterteig. Und das ist halt voll geil. Unser Aufenthalt im Serena Hotel fühlte sich an wie eine Oase des Komforts und der Ruhe. Und da hat man dann entsprechend nice Zimmer wie das hier, was eigentlich so groß ist wie eine Turnhalle. Nein, nicht ganz. Wo man einen Tisch hat, Sofa, nochmal einen Tisch, riesiges Bett und eine Frau Pixel. Am zweiten Tag in Islamabad treffen wir Akram, unseren Guide für die Reise nach Hunza. Akram ist kein gewöhnlicher Guide. Er stammt selbst aus Hunza und es ist seine Mission, Reisenden die wahre Schönheit und das Herz seines Heimatlandes zu zeigen. Gemeinsam mit Moise, unserem zweiten Guide, der uns durch die Reise begleitet, sind wir gespannt auf die Wunder, die uns im Norden Pakistans erwarten.